Lass uns heute ein sehr interessantes Thema besprechen, und zwar vom Foto abzeichnen. Viele zeichnen vom Foto ab, ohne zu verstehen, was sie eigentlich da abzeichnen. Was meine ich damit genau? Natürlich wissen sie, dass sie ein Haus zeichnen, dass sie ein schönes Foto gemacht haben und dieses Foto umsetzen wollen. Welche Fehler da genau entstehen können, zeige ich dir nach dem Trailer. Also, legen wir los. Stell dir vor, du warst hier in dieser Landschaft, sahst dieses Haus und dachtest dir, ein wundervolles Motiv, machen wir ein Foto mit dem Handy, nehmen es mit, wir sind zu Hause und zeichnen das Bild ab. Ja, wir wollen praktisch dieses Haus abzeichnen, diese Stimmung wiedergeben, und dabei können jetzt viele Fehler auftreten. Ein besonders häufiger gemachter Fehler, dass halt die Verzerrung vom Kameraobjektiv übernommen werden. Ja, was meine ich damit genau? Also die Kameralinse ist rund und da treten immer Verzerrungen auf. Besonders bei Häusern, die gerade Linien haben, also wo es stark auffällt. Ja. Hier bei Bergen und Natur ist das nicht so, weil die sind mehr organischer. Bei Häusern und so weiter, beim Aufbau sieht man schnell den Fehler, den Menschen machen, wenn sie vom Foto abzeichnen. Man sieht da sofort den Unterschied. Also der Experte weiß genau, was da passiert ist. Damit dir das nicht passiert, schauen wir uns jetzt das noch einmal ganz genau an. Also, wir wollen das Haus abzeichnen und sehen. Und das Wichtigste beim Zeichnen ist erst immer, das zu beobachten, was wir zeichnen wollen. Also, was ist der entscheidende Fehler jetzt hier? Vielleicht hast du ihn schon entdeckt. Schau kurz noch einmal hin, dann wirst du es vielleicht bemerken. Also, wenn wir das jetzt ungeprüft, unreflektiert übernehmen, würden wir diese Kante des Hauses schräg zeichnen. Ja, ich ziehe mal die Linie weiter, damit du siehst, wie die Schräge ist. Ja. Und diese Linie geht genauso schräg. Ja. Gerade wäre aber in dem Sinne so. Gerade, damit meine ich ein Lot gerade runter. Diese Fehler kommen natürlich von der Verzerrung der Kamera. Je besser eine Kamera ist, je weniger hast du Verzerrung. Aber ganz, ganz oft ist das halt, dass das Objektiv das verzerrt. Ja. Und egal, ob du dieses Bild jetzt projizierst, ob du es durchpaust und so weiter und so fort, du wirst diesen Fehler übernehmen, wenn du nicht weißt, dass dieser Fehler überhaupt da ist und wie du ihn korrigieren kannst. Ja. Also ein häufig gemachter Fehler. Lass uns das Haus noch etwas weiter angucken. Ja. Du siehst hier zum Beispiel, dass das Dach hier durchgebogen ist. Ja. Das ist kein Verzerrungsfehler des Objektivs, sondern das Dach hat einfach nachgegeben und deswegen ist das so, also ein älteres, klappriges Haus sozusagen. Ja. Du siehst, dass diese Linie hier etwas abfällt und diese Linie hier etwas aufsteigt. Ja. Das scheint so einigermaßen korrekt zu sein. So, wie können wir jetzt diesen Fehler beheben? Erstmal ist so ganz, ganz wichtig, denn die meisten wissen halt nicht, dass sie diesen Fehler machen. Ja. Also das Wissen um Perspektive ist wichtig. Oder genauer gesagt oder anders gesagt, welche Grundform hat dieses Haus hier? So, hier haben wir also unseren Quader, was die Grundform des Hauses ist. Ja, also der untere Bereich des Hauses. So ungefähr steht er vor uns. Ja. Und das heißt, wenn wir das zeichnen, sind diese Seiten hier, die Wände des Hauses sind gerade. Ja, diese Verzerrung tritt nur bei einer bestimmten Perspektive auf. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, weil das Haus steht vor uns. Die Horizontlinie ist ungefähr in dieser Höhe. Und damit ist klar, wie wir das Haus zu zeichnen haben, dass es korrekt aussieht. Erst wenn das Haus in der richtigen Ansicht gezeichnet ist, in der richtigen Perspektive, erst dann können wir Abwandlung vornehmen. Ja. Du siehst auch, der Schornstein geht hier auch etwas gerade.
Ja, er müsste eigentlich schräger gehen als die Hauskante. Dadurch, dass das Haus aber, das Dach etwas eingefallen ist, sackt der Schornstein auch ab. Ja, das sind dann Verzerrungen, die auftreten durch die Beschädigung des Hauses. Ja. Aber der Grundstein, das Fundament ist immer erst der Würfel beim Haus. Ja. Also der Quader, die Wände und die geometrische Grundform, die diesem Haus oder fast jedem Haus zugrunde liegt. So, wenn wir uns das jetzt zeichnerisch angucken, bedeutet das, ich setze das mal ganz grob jetzt mal um. Also wir haben die Hauskante, die vor uns liegt. Und das ist ein Quader. Ja. So, dann haben wir die rechte Seite des Hauses. Die Senkrechten bleiben senkrecht, sie gehen also nicht in die Richtung. Und dann haben wir die linke Seite des Hauses, ja, die kürzer ist. So. Die ist vielleicht ein bisschen steil geworden hier, die Linie. So, ist das besser. Also die Grundansicht dieses Hauses ist die Quaderform. Ja? Die Verhältnismäßigkeit spielt keine Rolle, es geht um das Prinzip. Ja, und hier könnten wir jetzt ganz einfach diesen Giebel hochziehen und würden uns hier dieses Haus erstmal korrekt hinstellen, ja? Mit den senkrechten Linien. Und erst wenn dieses Haus, diese Ansicht in sich steht, können wir mit den Details anfangen. Ja? Also wir brauchen erst das Fundament. Dazu müssen wir um die Zusammenhänge von Horizontlinie und Fluchtpunkten wissen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier wirklich schauen, wo führt was hin. Ja? Ich habe hier extra nur so eine grobe Skizze gemacht. Es geht nicht um Details, sondern einfach um das Verständnis. Wie ist so ein Haus aufgebaut? Was ist der Grundkörper? Und was kann schiefgehen, wenn man vom Foto abzeichnet? Ja? Also immer daran denken, wenn du Fotos machst, einen schnellen Schnappschuss und willst das abzeichnen, überprüfe, ob das verzerrt ist, ob du etwas begradigen musst, insbesondere wenn du Gebäude fotografierst und noch mehr, wenn du Gebäude fotografierst, die halt noch höher werden. Denn je höher das Gebäude, je mehr würde sich diese fehlerhafte Korrektur, nicht diese fehlerhafte Korrektur, sondern dieser Fehler fortsetzen. Ja? Also je deutlicher tritt er zutage sozusagen. Also, denke immer daran, ganz, ganz wichtig. Und wenn du wirklich besser zeichnen willst, findest du unter dem Video in der Beschreibung meinen strukturierten Weg. Du findest einen Übungskurs, der dich weiterbringt und die Mitgliedschaft zur Akademie Schmitz Zeichenwelt. Also, ich freue mich, dass du mit dabei warst. Lass mir ein Like da, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns zum nächsten Video hier auf Schmitz Zeichenwelt wieder.